Heute zeige ich euch den 2020er Gimmeldinger Bienengarten Spätburgunder vom Weingut Estelmann aus Gimmelding in der Pfalz. Ja, was ist das Besondere an diesem Wein? Zum einen, dass er aus dem Bienengarten kommt. Der Bienengarten ist sicherlich eine der Top-Lagen, die vor allen Dingen in Zukunft immer wichtiger wird, gerade in Bezug auf Spätburgunder und Riesling für die Pfalz, weil ganz oben durch Wald begrenzt, dadurch kommt kühle Luft in diese warme oder beziehungsweise steile Lage rein und zum anderen steigt auch kühle Luft oder kommt kühle Luft in die Weinberge von unten aus dem Tal heraus. Die Lage, habe ich schon gesagt, ist relativ steil für die Pfalz. Auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ihr an die Pfalz denkt, denkt ihr auch oft, denke ich, an eher flache, ebene Weinberge, die man sehr gut mit dem Trecker bearbeiten kann. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier muss man sehr, sehr viel mit der Hand machen und das eben auch bei so einer Rebsorten-Diva, wie Spätburgunder das ist. Zum anderen Pinot Noir, wie Spätburgunder ja auch genannt wird, ist eine der ganz großen Leidenschaften von Felix Estelmann und einer der Hauptgründe, warum er diesen Wein so macht, wie er ihn macht, ist eben zu zeigen, wie toll Weine sein können aus diesen kleinen, beerigen Trauben aus dem Bienengarten, der dann auch sehr von Kalkstein geprägt ist. Also es macht einfach schon Spaß, ihm zuzuhören, wenn er über den Wein erzählt und wenn man dann noch genau das Ergebnis, was er erzählt hat, so im Glas wiederfindet, macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß. Deswegen an dieser Stelle lasst uns einmal den Wein zusammen probieren. Ich rieche mal rein. Und wir stellen gleich fest, es ist eine Offenbarung. Also es ist der Wein, ich muss jetzt zugeben, ich habe ihn schon vor einigen Minuten aufgemacht und mir eingeschenkt, damit der Wein ein bisschen Luft bekommt. Also gebt dem Wein auch Zeit, wenn ihr ihn einschenkt. Auffällig natürlich in der Nase, wir haben dieses Kirschen, so Schattenmorellen, Johannisbeere und auch so diese Veilchennote, die vielleicht den einen oder anderen von euch auch so ein bisschen an Marzipan erinnern könnte. Das sind natürlich Fruchtnoten, die vom Spätburgunder kommen, die auch sehr, sehr typisch sind beim Spätburgunder. Gerade Spätburgunder aus der Pfalz haben ganz oft, eigentlich fast immer, ich würde mal behaupten zu 98% diese Veilchennote. Für mich immer gleich so ein Indikator, okay, das kommt aus der Pfalz. Und wenn ihr dann da reinriecht, dann kommt da plötzlich dahinter so eine super interessante Würze. So, da findet ihr verschiedene Hölzer, Zedernholz, so ein bisschen auch, ich weiß nicht, für die Esos unter euch, so ein bisschen Palo Santo finde ich da halt auch wieder. Und auch so ein bisschen so was Speckiges, so was sehr, ja, sehr animalisches, ursprüngliches, was eben auch schon darauf hindeutet, so, dass wir da auf jeden Fall, wie man so schön sagt, in der Pfalz ein Maul voll Wein haben werden. Deswegen, ich nehme einen Schluck. Und das finden wir hier sehr gut wieder. Also ich weiß, dass der Wein in Barriques ausgebaut wurde, in französischen Barriques aus dem Burgund. Und wir haben aber hier keinen Wein, der irgendwie überholzt ist. Die Frische ist da, die Kühle ist da und das eben bei so einem warmen Jahr wie 2020 ja auch sehr interessant, das so wiederzufinden. Dann haben wir die Textur, die sehr, sehr fleischig ist, auch geradezu irgendwie wirklich was hat von, ja, eigentlich schon wirklich was fast in so eine tierische Richtung reingeht. Dieses Würzige, also da kommt jetzt noch so ein bisschen Zimt dazu, Pfeffer, Kardamom, also wirklich ein Potpourri, auch so ein bisschen so ein leichtes Curry habe ich da tatsächlich jetzt gerade irgendwie hinten raus. Also es ist wirklich eine Vielzahl von Aromen, die dieser Spätburgunder bietet und zugleich merken wir eben auch aufgrund der Tanninstruktur, die am Gaumen ja wirklich fest anpackt, ohne gleichzeitig zu aufdringlich zu wirken. Also es ist ein Wein, den ihr durchaus jetzt schon trinken könnt, aber man muss auch ganz klar sagen, den könnt ihr locker 10 Jahre weglegen, länger auf jeden Fall auch noch, weil das wird mit der Zeit nur noch spannender sein, der Wein wird andere Aspekte zeigen,
Also meine Empfehlung an euch ganz klar, kauft euch mehrere Flaschen, dass ihr den irgendwie in verschiedenen Jahren nacheinander trinken könnt und auch sehen könnt, wie sich der Wein entwickelt. Wie gesagt, sehr, sehr spannend, vielfältige Aromen, die wir hier wiederfinden, und das führt mich ja auch an der Stelle schon zum nächsten Punkt: Wie setze ich diesen Wein ein? In der Pfalz würde man sagen, man kann jeden Wein solo trinken. Das würde ich an dieser Stelle nur für die Vollprofis unter euch empfehlen, weil für diejenigen unter euch, für die Spätburgunder oder Spätburgunder aus Einzellagen ein neues Thema ist das auf jeden Fall too much auf einmal. Da würde ich eher sagen, kombiniert das mit Essen. Spätburgunder kann man immer super mit so Waldpilzen kombinieren, gerade wenn sie gereifter sind. Das ist in diesem Fall jetzt noch nicht so fortgeschritten, also die Reife jetzt. Auf der anderen Seite funktioniert das sehr gut mit Pilzen, die eben scharf angebraten sind, also ein Ragout, da würde ich dann eher von abraten. Klassisch sagt man immer Spätburgunder mit so geschmorten Gerichten, bin ich persönlich gar kein Fan von. Ich bin immer der Meinung, Spätburgunder profitieren eher von kurz gebratenem Fleisch und auch eher von Fleisch, was sehr viel intensives Eigenaroma mitbringt. Also Lamm, Ente, solche Geschichten. Ich bin auch ein ganz großer Wildfan. Also wenn ihr an sowas rankommt wie Rehrücken oder vielleicht ein Hirschsteak, das kann man hier auch sehr, sehr gut einsetzen, weil das Fleisch eben quasi ein ebenbürtiger Sparringspartner ist für den Wein. Das Fleisch hat eine sehr eigene Aromatik, die der Wein auf der anderen Seite gerade eben durch diese ganzen Würzigkeiten, dieses Animalische, diese Unterholzgeschichten, die man auch schon in der Nase riecht, greift er das natürlich extrem gut auf. Und da müsst ihr dann auch von den Beilagen her gar nicht mehr so wahnsinnig experimentell sein. Das ist dann eben auch der Vorteil, wenn man so ein Fleisch nimmt, zieht einfach eine Jus aus dem Bratenansatz und serviert das so zusammen. Also ich denke, für die meisten unter euch wird das funktionieren. Wer da noch verrückt sein kann, der kann sich dann eben verschiedene Gemüsebeilagen dazu überlegen. Favorit von mir gerade im Moment ist so kurz angedünsteter und scharf gebratener Rosenkohl. Ich finde, Rosenkohl zeigt sich kurz gegart immer am besten, und dieser Wein funktioniert auch auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Rosenkohl. Das eben auch noch als Hinweis für die Vegetarier unter euch. So, da kann man dann eben Pilzhut vielleicht noch dazu ziehen und den dann zusammen mit dem Rosenkohl servieren. Das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Sagt bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Wein. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und vor allen Dingen ein Abo. Das kostet euch nichts, bringt uns aber sehr, sehr viel. Ich sage Cheers, bis bald.